Das OnePlus 6T ist das Flaggschiff-Smartphone von OnePlus für 2018 und dem chinesischen Unternehmen war der Launch sogar so wichtig, dass sie ihn aufgrund von Apple spektakulär um einen Tag vorverlegt haben. Ich bin Johannes von NewGadgetsDE und in diesem Video schaue ich mir das neue Smartphone ein bisschen genauer an. Fangen wir wie immer mit dem Display an, immerhin schauen wir ja täglich drauf. Hier setzt OnePlus auf ein 6,4 Zoll AMOLED mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixel, welches durch Gorilla Glass 6 vor Kratzern und Stößen geschützt wird. Das 6T bietet eine Screen-to-Body-Ratio von 86%, was durch eine kleine Notch auf der Oberseite für die Selfie-Kamera erreicht wird. Auf der Unterseite befindet sich dann noch ein kleiner Rahmen, dieser ist aber wie die seitlichen Rahmen nicht sonderlich dick. Das OnePlus 6T hat einen Fingerabdrucksensor, dieser befindet sich hinter dem Display, wie wir es auch schon vom Huawei Mate 20 Pro kennen. Und meiner Meinung nach ist das eine ideale Position und der Fingerabdruck wird hier schön schnell und präzise erkannt. Im Inneren arbeitet der Qualcomm Snapdragon 845 SoC mit Octa-Core-Prozessor und Adreno 630 Grafikchip mit einer Menge an Leistung. Dazu gibt es dann 6 GB oder 8 GB RAM und 128 GB oder 256 GB Speicher. Dieser ist allerdings leider nicht durch eine microSD-Karte erweiterbar. Ihr solltet euch also bereits vor dem Kauf im Klaren sein, was ihr auf dem Smartphone alles speichern wollt. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass 128 GB den meisten Nutzern eigentlich ausreichen sollte, vor allem in Zeiten von Musikstreaming und Co. Der Akku hat eine Kapazität von 3700 mAh, was sicherlich den meisten für 1-2 Tage ausreichen dürfte, je nach Nutzung. Als Betriebssystem kommt Android 9 Pie zum Einsatz, welches noch mit der Oxygen OS Benutzeroberfläche versehen wird. Auf der Rückseite befindet sich die Dual Camera. Diese besteht aus einer 16 Megapixel Kamera mit einer Blende von 1,7 und einer 20 Megapixel Kamera mit einer Blende von ebenfalls 1,7. Dazu gibt es dann noch einen LED-Blitz. Die Frontkamera ist vielen Nutzern ja sogar noch wichtiger als die Rückkamera und deshalb hat OnePlus hier auch eine 20 Megapixel Kamera für ordentliche Selfies verbaut. Mit dem OnePlus 6T hat OnePlus wieder ein elegant designtes Smartphone vorgestellt, welches wieder über eine Notch verfügt, diesmal aber im Waterdrop-Design, also recht klein. Die technischen Daten können sich sehen lassen und das 6T kann hier auf jeden Fall mit der Konkurrenz mithalten. Vor allem der Preis soll wieder attraktiv werden, diesen findet ihr dann zusammen mit der Verfügbarkeit unten in der Videobeschreibung oder auf newgadgets.de. Und das war mein erstes Hands-on hier mit dem neuen OnePlus 6T. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!